Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Ja, herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, wir haben uns lange nicht gehört mit einem ordentlichen Video, mit ordentlichem Text, mit ordentlicher Sprache. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's jetzt wieder so ein bisschen besser. Ich bin wieder ein bisschen besser drauf. Die Sonne kommt langsam raus. Da macht das Fahren auch viel, viel mehr Spaß. Jetzt muss ich schon wieder an der roten Ampel anhalten. Ich werde irre. Und ja, ich habe mir das ein oder andere Projekt vorgenommen jetzt. Hatte ich euch ja schon drüber informiert. Und das werde ich jetzt auch langsam in Angriff nehmen. Ich werde die ganzen Firmen jetzt mal anschreiben, was los ist. Ob ich mir bei denen mal ein Motorrad für 1-2 Stunden ausleihen kann für eine kleine Probefahrt, um mit euch die verschiedensten Motorräder zu analysieren. Ich hatte ja überlegt, YZF-R 125. Dann hatten einige von euch CBR 125 oder sowas ähnliches geschrieben. Also da waren mega viele Vorschläge von euch dabei. Ich werde mich mal da um das ein oder andere Motorrad kümmern und gucken, dass ich das zur Verfügung gestellt bekomme für das ein oder andere Video. Ja, ich hatte in den letzten Tagen ein bisschen paar dunkle Tage familiär und von daher war ich auch nicht gerade so hoch erheitert und hatte auch nicht so wirklich richtig Bock, richtig krasse Videos zu drehen. Deshalb hoffe ich, euch hat der Helmporn trotzdem gefallen, der den Tag rauskam. Die kleine Helmvorstellung von meinem neuen Ruroc-Helm, wo jetzt auch die GoPro dran ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Soundeinstellungen bzw. das Mikro, da wo es eingebaut ist, jetzt auch einen richtig geilen Ton von mir aufnimmt. Und ja, da hoffe ich einfach, dass wir jetzt ein bisschen weiter vorankommen, auch was die Qualität der Videos angeht. Ich habe mir ein paar Highsider-Spiegel gekauft. Wie kommt es denn dazu, dass ich jetzt auf einmal Highsider-Spiegel an der Duke dran habe? Ich kann mich daran erinnern, das hatte sich jemand in meiner Insta-Story gewünscht. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es ging um das 50 Abonnenten-Special. Genau. Der hatte gesagt, dreh einfach einen Vlog und besorgt dir endlich Highsider-Spiegel. Warte kurz, da sind sie. Wir haben die 50 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür. Also ich bin mega happy, dass wir das in dieser kurzen, in Anführungsstrichen, Zeit geschafft haben. Wir sind jetzt 1,5 Monate, fast 2 Monate auf YouTube richtig aktiv, oder ich bin da richtig aktiv unterwegs und versuche für euch natürlich ein bisschen Content rauszuholen. Klappt nicht immer so, wie ihr seht. Heute ist jetzt mal so ein bisschen Laber-Tag. Die Tage hatten wir jetzt öfters hintereinander, aber das macht auch gar nichts. Die meisten Leute gucken sich das Ganze ja hoffentlich auch an, weil man ja eine Runde Motorrad fährt. Und deshalb hoffe ich, dass es euch trotzdem gefällt. Ja, vielen Dank dafür, dass wir das so schnell geschafft haben. Auf über 50 Abonnenten. Und das habe ich alles euch zu verdanken, das weiß ich. Und ich hoffe auch, dass wir immer noch stetig weiter wachsen und dass euch mein Content so gut gefällt. Da bin ich einfach mega happy drüber. Wir haben jetzt auch die ersten Videos, die jetzt fast die 1000er View-Marke knacken. Da bin ich einfach geflasht. Alter, der hat's ja eigentlich. Was ist denn mit ihm los? Bin ich einfach geflasht drüber. Finde ich mega geil. Und ja, deshalb waren die Highsider-Spiegel ja wohl das Mindeste. Und der Vlog, naja, den hätte ich so oder so gedreht, weil ein bisschen Content muss ja sein. So, wir haben es jetzt Freitag. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Hause. Und wir haben es jetzt 17 Uhr. Das Wetter ist bombastisch geil. Ich hoffe, dass die nächsten Tage auch so gut werden, damit ich das ein oder andere Video noch mit euch aufnehmen kann. Oder für euch aufnehmen kann. 19 Grad. Der Sommer kommt langsam. Finde ich mega gut. Und muss sein, sage ich nur. Muss sein. Ja. Ansonsten, was ist noch? Instagram haben wir die 100 Follower geknackt. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, hier wird es eingeblendet. Oh, Entschuldigung. Einfach folgen. Ihr seid immer über alles informiert. Ich streame auch ein bisschen live auf Twitch. Aktuell kein Content für Motorrad so, weil der PC, den ich habe, der Mac, der läuft 1A, ist zum Stream aber so gar nicht geeignet. Deshalb habt da noch ein bisschen Nachsehen. Wenn das mit dem Stream richtig gut anläuft, beziehungsweise hier auf YouTube besser anläuft noch, dann können wir gerne drüber reden, dass ich dann ab Sommer auf richtiges Streaming-Equipment umsteige. Aber da müssen wir dann
erstmal sehen, wie weit es kommt. Jetzt kommt erstmal Blaulicht von vorn. Da können wir erstmal ganz geil Platz machen, weil die meisten Leute raffen es ja nicht. Soll jetzt kein Hate sein, aber seht ihr das da vorne? Alter! 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 Was ist denn da los, Junge? Also die Leute, wirklich, ich hab grün, ich fahre über die Straße. Ich höre das Blaulicht. Beim Linksabbiegen sehe ich es auch, aber ich halte nicht an. Warum sollte ich? Das ist ja meine grüne Ampel. Also wirklich, Leute, wenn ihr Blaulicht seht, fahrt doch einfach ran. Da geht es um Leben und Tod. Bei euch geht es um 5 Minuten Verspätung. Das hat damit, also, ja, sorry. Also, sorry für den Ausfall gerade, aber da werde ich sackig bei. Ja, Instagram, YouTube, Twitch, wir sind überall vertreten. Ich versuche auf jedem Kanal guten Content zu bieten. Und Twitch aktuell, wie gesagt, ein bisschen weniger, weil der PC einfach nicht mitmacht. Aber das kann sich alles noch ändern. Je nachdem, wie ihr das feiert. Ja, ich hoffe, die Videos gefallen euch. Die letzten Videos waren Laberababa, aber das macht gar nichts. Weil, wie gesagt, die meisten Leute gucken die Videos ja hoffentlich wegen dem Motorradfahren. Ja, das war's eigentlich. Ich kann euch noch ein bisschen was zum Rurak-Helm sagen. Ich kann euch sagen, der sitzt mega geil. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe wieder eine XL bestellt. Ich dachte erst, der von Nexo, den ich hatte, der ist mir zu klein. Ich kann euch sagen, der von Nexo war eine XL. Müsste also genauso passen. Ich kann euch sagen, der Rurak-Helm hat andere Ausschnitte an den Ohren. Von daher passt der mir einfach besser, weil ich einfach nicht das Problem habe, dass meine Ohren immer umknicken und ich mega dolle Ohrenschmerzen beim Fahren bekomme. Und das ist mir schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Ja, was ist noch? Der Helm ist weitaus leichter. Ich habe jetzt meine kompletten Montagen dran. Das Sena 30K, die GoPro Hero 9 in der Black Edition, das Mikrofon für die GoPro. Ich habe alles dran, es funktioniert hoffentlich auch alles ohne Probleme, dass ich auch die Tonaufnahme habe, nicht dass ich hier für mich selbst quatsche. Der Helm ist weitaus leichter. Gegen den Nexo-Helm gab es nichts auszusetzen. Der war schwerer, hatte ein bisschen andere Windgeräusche, weil er ja ein bisschen anders geformt war. Der Rurak-Helm hier ist von den Windgeräuschen halt das Nonplusultra, muss ich sagen. Man hat hier kaum Windgeräusche, ihr habt Lüftungen ohne Ende, ihr bekommt am Kopf kühle Luft zu, ist jetzt im Winter nicht so geil, aber für den Sommer perfekt. Euch wird nicht mehr so mega warm. Und ja, also ihr habt hier vorne an der Mundlasche, hier so, habt ihr auch ein Einstellfenster, ob die Mundlasche offen sein soll oder nicht. Also ihr kriegt die Luft entweder direkt ins Gesicht oder halt auch nicht. Er beschlägt nicht so doll. Ich habe eine Brille auf, die beschlägt schneller als der Helm. Also von daher eine Anti-Fog-Beschichtung, die auch wirklich ihren Namen alle Ehre macht. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal das Problem gehabt, dass ich nichts gesehen habe in dem Helm. Das hatte ich bei dem Nexo auch anders. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe einen Atlas 2.0. Ich wollte mir erst einen 3.0 holen. Ein 3.0 war mir aber vom Preis her und vom Design her gar nichts Zutreffendes so unbedingt für die KTM. Ich muss jetzt sagen, okay, der goldene Helm, also mit diesen goldenen Akzenten hier und dem Adler drauf, ist jetzt auch nicht unbedingt was für die KTM, weil hier einfach nichts dran Gold ist. Aber mir gefällt der Helm einfach so mega geil und ich finde, das passt einfach. Ja, so viel zu dem Helm. Ich kann ihn nur befürworten. Ich kann euch sagen, ich bekomme dafür kein Geld. Ich lasse da oben Werbung trotzdem einblenden, weil ich ja die Marke so oft genannt habe und man könnte ja doch glatt behaupten, ich werde dafür bezahlt. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe auch kein Sponsoring von Rurak. Ich habe auch kein Gewinnspiel mit dem, weil dafür bin ich einfach zu klein. Ich finde den Helm einfach nur mega geil. Da lag eine Schraube, danke. Ich hoffe, ich habe sie mir nicht eingefahren. Alter. Ja. Das war's eigentlich. Viel mehr will ich zu dem Video gar nicht sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, geballte Viertelstunde Content. Ich wünsche euch viel Spaß noch auf YouTube. Schaut auch gerne meine anderen Videos rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Schreibt gerne was in die Kommentare. Ich hoffe, dass ab jetzt der Content wieder besser wird. Ich habe einfach wieder bessere Laune. Das Wetter ist schön. Die dunkle Zeit ist noch nicht ganz vorbei bei mir, aber wir sind auf einem guten Weg, drüber hinwegzukommen. Man kämpft mit sich, das weiß jeder, der weiß, worum es geht. Und ich hoffe einfach, ja, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Gerne ein Abo dalassen, das kostet nichts, das ist kostenfrei, ihr seid immer informiert. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr sogar eine Benachrichtigung, wann ein neues Video von mir online gekommen ist. Viel mehr könnt ihr mir gar nicht helfen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich bedanke mich für eure Aktivität, ich bedanke mich für 50 Abonnenten in der kurzen Zeit. Haut da rein und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.